Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anne. und wir zwei sind immer noch zusammen auf unserer Alpenüberquerung unterwegs. Von Berchtesgaden nach Lienz. Und heute nehmen wir euch mit auf die 4. Etappe vom Staatserhaus nach Bruck an der Glocknerstraße. Ja, ungefähr 13,5 Kilometer hat die Tour und heute geht's ganz schön abwärts mit uns, nämlich 1400 Höhenmeter, die wir uns nach unten bewegen müssen. Wie ihr seht, wir sind auch schon mitten auf der Tour. Heute Morgen am Stadtserhaus hat man noch sehr bescheidenes Wetter. Das ist jetzt deutlich besser. Und hinter uns seht ihr eines der Highlights der Tour, die Blicke auf den Zeller See. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir heute Morgen gestartet sind und nach Bruck jetzt final runterkommen, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. los ging es früh morgens am Stadtserhaus auf dem Hundstein. Es war der erste Tag, an dem es uns etwas Überwindung kostete, die Hütte zu verlassen und uns dem Wetter zu stellen. Nach den ersten Metern hinein in den Wind und die nassen Wolken verblassten die Annehmlichkeiten der Hütte schnell in unseren Gedanken und machten Platz für die neuen Eindrücke, die der vor uns liegende Weg bereithielt. Ja, eigentlich wäre das, eigentlich wäre das hier heute die super aussichtsreiche Tour, rechts, links. Aber ihr seht, Dass ihr nicht seht. dass wir nichts sehen. So schaut's aus. Naja, mal gucken, wie jetzt die Wolken, der Nebel hier hängen, ob wir irgendwann auch zeitnah mal wieder rauskommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. So ist das auf Mehrtagestouren. Das Wetter zum Wandern kann man sich dabei leider nicht aussuchen. In angepasste Kleidung gehüllt, mit der Offline-Karte auf dem Handy bzw. auf Papier im Rucksack und dem Wissen, dass der Weg uns heute nicht mehr über gefährliche Steige führen wird, war es spannend, den Abstieg zu beginnen. So häufig hat man schließlich nicht die Gelegenheit, von den über den Berg ziehenden Wolken gestreift zu werden. Hier könnt ihr übrigens dank der Wolken sehr gut sehen, wie windig es tatsächlich war. Das faszinierende Zusammenspiel von Wind und Wolken ließ uns die fehlende Aussicht nahezu vergessen und weiter ging es mitten durch das ungewohnte Naturschauspiel. Zum Thema Laufen, laut Beschilderung sind wir hier auf einem Steig unterwegs. Etwas einfacher wurde die Wegfindung, als wir den Steigabschnitt verließen und die Etappe auf einem breit geschotterten Weg fortsetzten. Ohne die sonst hier herrschende weite Aussicht übernahmen die am Wegesrand aus dem Grau herausleuchtenden kleinen Wegschönheiten die Hauptrolle. Ja, Ja, wir dachten, wenn man schon nichts Spannendes von der Umgebung mitkriegt, kommen mal wieder zwei hübsche Wanderer zusammen ins Bild. sagen wir mal nichts Interessantes von der weiteren Umgebung. Bei der näheren kann man umso genauer hinschauen. Achtung, nicht abstürzen. Ja, Ist auch noch glatt. Ja, so viel dazu. Viehgitter. so ist das. Andere warnen und dann selbst fast den Abflug machen. Die Bewohner der Weide, die wir gerade betreten hatten, erwarteten uns dann ein paar Meter weiter. Eine Herde Schafe, die dem bescheidenen Wetter trotzte und entspannt am Wegesrand graste. Kurz darauf verließen wir den komfortablen Weg und es ging wieder weiter auf schmalem, aber gut erkennbarem Pfad.
Die zwei hier dachten sich sicher auch, huch, wo kommen die denn her? So ist es uns heute in dieser Suppe nämlich auch schon mehrfach ergangen. Hier und da hörte man einen Laut tierischen Ursprungs, sah aber nichts außer Grau in Grau, bis sich die Silhouette der Tiere kurz vor uns plötzlich aus dem Nebel schälte. Da außer uns bislang sonst niemand unterwegs war, freuten wir uns über jede dieser flüchtigen Begegnungen. Das war die Bestätigung, dass abgesehen vom Nebel alles so war wie immer. Yay, Zwischengipfel. Ja, kleiner Gipfelerfolg am Wegesrand quasi. Ja, wie ihr seht, Nichts. genau, nichts. Wetter ist noch nicht wirklich anders geworden. Das Einzige, was wir hier jetzt haben, ist weniger Wind. Aber Sicht ist immer noch sehr überschaubar. Naja. Immerhin weniger Wind. So konnten wir die oberste Schicht ablegen. Auch wenn es hier nicht so aussehen mag, wirklich kalt war es nicht mehr. Tja, Ich kann euch sagen, die Wurzeln sind rutschig. Gut, dass die Kamera nicht an war, um den nicht allzu eleganten Abgang zu filmen. Es ist nicht viel passiert. Füße waren weg, Bobbes war unten. Nee, der Rucksack. Ja, der hilft dann ein bisschen. Ich bin nur auf den Rucksack, fall nicht mal auf den Arsch. Na, da sitzt du aber gerade drauf. Könntest du mir hochhelfen? Geht nicht, ich muss die Kamera halten. Hast noch einen Stock? Ja, ist alles noch dran, auch nicht sonderlich dreckig. Ja, kommen Sie hier rüber. Ich habe extra die Seite gewechselt. Und gucken Sie, wo Sie hintreten, hilft auch. Da hat sie gut reden, die liebe Anne. Als Bergziege ist sie ja von Hause aus trittsicher und würde niemals auf nassen Wurzeln ausrutschen. Oder sonst irgendwie zu Fall kommen. Nun ja, auch wenn mich das sehr ehrt, was Tobi hier sagt, so stehen lassen kann ich das jetzt doch nicht. Wenn ich falle, dann gleich so, dass sich die Folgen davon über mehrere Tage ziehen. Da ist es fraglich, was besser ist. Öfter mal bei kleineren Rutschern das sichere Fallen üben oder nicht rutschen und im Fall der Fälle dann aber gleich richtig. Hatten wir vorhin nicht erwähnt, dass wir bestens ausgestattet waren und den Weg nicht verlieren würden? Nun, hier befinden wir uns an den Adam- und Eva-Seen, zwei idyllischen kleinen Moorseen. Was sie mit der Wegfindung zu tun haben? Nun, sie lagen eigentlich nicht auf unserer Route. Glücklicherweise ist uns das kleine Missgeschick aber sehr zeitig aufgefallen und so drehten wir nach der kurzen Seenbesichtigung wieder um. Hier wäre der Abzweig gewesen. Wie ihr seht, ist der Pfad kaum zu erkennen. Glücklicherweise wurde der Weg kurz danach wieder breit und war erst einmal nicht mehr zu verfehlen. Trinke, solang der Quell dir winkt und zähle deine Tage. Ob man oben auch noch trinkt, das ist eine Frage. Na, trinken oder nicht trinken? Ah. Ja, dann wechsel mal, ich trinke. Ja, Es ist aber eiskalt. Sehr lecker. Ich kann es empfehlen. Tobi traut sich nicht. in der Tat, ich bin der Vorsichtige von uns beiden.
wo Anne einfach drauf losläuft, loskraxelt, drüber balanciert oder eben mal aus einer Quelle trinkt. Da minimiere ich lieber das Risiko und suche nach sicheren Alternativen. So schießt sie nicht übers Ziel hinaus und ich erweitere kontrolliert meine Komfortzone. Was haben wir denn hier? Das wird doch nicht etwa ein bisschen blauer Himmel sein? Ja, jetzt scheinen wir es geschafft zu haben. Knapp unter 1700 Meter scheinen wir jetzt die Wolken mal hinter uns zu lassen. Und wie ihr seht, jetzt kommt sogar langsam die Sonne raus. Geil. Wobei die wahrscheinlich auch oben rauskommt, weil wenn die bis hier runterkommt. Ach ja, retten wir es doch wieder schlecht. Liebe Anne, was machst du denn da? Naja, Sonne da, Wolken weniger, Wind weg. Da packe ich mich mal ein bisschen weniger dick ein. Frisch entblättert ging es nun auf das letzte Stück Weg weiter hinab Richtung Tal. Nun endlich auch mit Aussicht. Und das Aussichtshighlight sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Schöne Blicke auf den Zeller See und die gegenüberliegende Schmittenhöhe, den Hausberg von Zell am See. Der breite Weg, das leichte Gefälle und das sonnige Wetter sorgten für ein flottes Vorankommen, sodass wir der Zivilisation schnell näher kamen. Und so ließ die erste kleinere Ansammlung von Häusern nicht lange auf sich warten. Ja, hier seht ihr schon einen Teil der nächsten Etappe von uns. Die führt uns nämlich da hinten in das Tal rein. Na, wenn das mal nicht spannend aussieht. Zumindest gegen Talende. Der Einstieg, naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Zunächst mussten wir aber erst einmal die heutige Etappe beenden. Der Weg indes wurde, je näher wir dem Tal kamen, zunehmend monotoner. Oder, um es mit Annes Worten zu sagen, nun, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Glücklicherweise sollte der Weg nicht bis zum Ende so bleiben. Die letzten paar hundert Meter nach Bruck hinunter folgten wir wieder einem Pfad. Sehr vorbildlich. Der Kamera wird die Tür aufgehalten. Kurz lieb und nett bedankt und ab geht's auf die Weide. Hier hatten wir nun nochmal einen schönen Blick ins Tal. In Kombi mit den dramatisch aussehenden Wolken am Himmel ein wirklich schönes Panorama.
wie sich das gehört. Auch der Tobi hält der Kamera die Tür auf und schließt vorbildlich das Tor hinter uns. An dieser Stelle modifizierten wir den Abstieg ein wenig. Eigentlich hätten wir den breit geschotterten Weg weiter bis nach Bruck folgen sollen. Da Anne ihre Meinung dazu vorhin aber schon so eindringlich kundgetan hat, nahmen wir die Variante über schmalen Pfad. Und dann war es geschafft. Der Abstieg vom Stadtserhaus lag hinter uns und das Etappenziel Bruck an der Glocknerstraße war erreicht. Ja, das war sie gewesen, unsere 4. Etappe der Alpenüberquerung Berchtesgaden-Lienz. Hat auch erstmal spannend angefangen, weil vom Stadtserhaus aus waren wir am Anfang voll in den Wolken. Es war windig, es war neblig, man hat nicht viel gesehen. Der Weg war auch noch fordernd gewesen, also ja, ging gut los. Ja, es wäre bestimmt auch eine super Sicht gewesen, da oben rechts wie links, aber dank des von Anne ja schon erwähnten Nebels hat man eine Sicht von vielleicht nur 20 Meter geradeaus, rechts, links, hinten, wie auch immer. Also war sehr eingeschränkt gewesen, das war ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ein Stück weiter runter, dann sind wir an der Moosalmhöhe oder zur Moosalmhöhe gelaufen und an der Höhe dann vorbei Richtung Adam und Eva Seen. Der Abschnitt war wieder ganz schön, war wieder pfadig, nebelig, war ein bisschen mystisch. Also da hat das Wetter jetzt auch nicht so gestört, aber ist bestimmt bei schönem Wetter auch toll. Ja, die Atmosphäre war da schon in dem Moment natürlich nicht schlecht, aber dann im Prinzip ab dem Adam und Eva See war es dann ja im Prinzip mit der Wanderidylle vorbei, also was jetzt die Wegführung angeht. Dann kamen wir nämlich auf einen breiten Forstweg und den haben wir ja dann kaum mehr verlassen. Genau, aber dafür hat sich das Wetter dann zumindest für uns verbessert. Die Wolken sind zunehmend aufgegangen, die Sonne kam raus und wir hatten auch ein bisschen einen Blick dann langsam immer mehr ins Tal. Also unter anderem auf den schön daliegenden Zeller See. Also der macht schon ordentlich was her mit dieser intensiv blauen Farbe. Also da kann man schon ganz schön gucken. Die eine oder andere Bank hat man dann auch auf dem Weg gehabt, wo man dann auch mal für ein Päuschen nutzen kann. Ja, also das Drumherum war dann war okay. Der ein oder andere nicht ganz so schöne Waldabschnitt war dann auch dabei. Und jetzt am Schluss nach Bruck runter geht es dann auch nochmal ein schönes Stück über Wiese. Ja. Also wie ihr seht, wir sind auch gerade mitten auf der Wiese, heißt jetzt so die letzten paar Meter nach Bruck runter haben wir jetzt noch. Und zum Thema haben, wir haben es dann für dieses Mal auch wieder. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Etappe wieder.